Ein Leben ohne Klassiker ist möglich, aber völlig sinnlos. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Retro Classics Messen, Metalorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen am Tegernsee. Für Topspeed reisen wir 48 Wochenende pro Jahr, also haben wir viel zu tun. Aber manche Wochenende sind ein bisschen stressiger als andere. Zum Beispiel dieses Wochenende. Heute sind wir am Tegernsee und fahren eine Tour zusammen mit Christian Geisdörfer. Morgen sind wir in Unterbleichfeld in Bayern bei Betalorum für ein Sommerfest und Sonntag sind wir in Schloss Reichenschwand für die Retro Classic, wo es ein Concours d'Elegance gibt. Also ein stressiges, aber sicher lustiges Wochenende bei Topspeed. Wir fangen diese Topspeed-Folge am Ufer des Tegernsees an, wo Christian Geisdörfer für die Veranstaltung des Concours d'Elegance eine Tagestour organisiert hat. Christian, die Bavarian Tour, das klingt englisch. Ja, der Veranstalter des Concours in Tegernsee ist eine englische Firma, die sehr routiniert und sehr erfahren sind. Die machen insgesamt 4 Veranstaltungen, 2 in England, eine in Bahrain und eben hier am Tegernsee. Und wir fahren heute die Auftakttour, also so ein kleines Warm-up für den Autos, Concours. 25, 30? Mit 25 Autos. Das hängt damit zusammen, dass man ab 30 Autos in Bayern eine Genehmigung braucht. So machen wir 25. Ja. Es sind sehr sympathische, sehr freundliche Leute da und dadurch genügt das auch. Und auch laut Auto. Ah, das ist der Prinz Leopold, schau mal, der Lärmmacher. Ich spreche ihm darauf an. Wir werden einen ganz tollen Tag haben und jetzt gehe ich nach Poldi und frage ihn, warum er das gemacht hat. Alles klar. Aber bis gleich und offiziell einen wunderschönen Tag und viel Erfolg mit mir als Beifahrer. Werden wir haben. Bei der Fahrerbesprechung stellt Christian den Teilnehmer unseren Freund und besonderen Gast vor. First of all, I would like to introduce you to His Royal Highness Prinz Leopold von Bayern. Nach der Fahrerbesprechung rollen die ersten Fahrzeuge aus der Tiefgarage. Für mich ist das die Gelegenheit, Prinz Leopold zu fragen, ob er mir bewusst die Show stehlen wollte. Warum hast du das gemacht? Nicht zu ärgern in der Früh. Du hast gesehen, wir haben ein Interview auch schon in der Früh schon. Ich wollte nur sehen, ob du weißt, ob es ein BMW ist. Ja, genau. Weil die Ansauggeräusche. Ja. Und dass du nicht mit einem Elektroauto bist, gell? Du, dein Bayern. Wir machen eine Tour durch Bayern. Da geht dein Herz auf, oder? Allerdings, weil es gibt kein schöneres Land wie unser Bayern mit den wunderbaren Bergen und mit der Tradition, mit unserer Familie. Also es ist immer herrlich, hier zu sein. Letztes Jahr bin ich ja schon mitgefahren und ich freue mich einfach. Und heute ist Gott sei Dank nicht ganz so warm. Tut mir gut und meinem Auto auch. Und Genau. wir werden also mit großer Freude diese wunderschöne Landschaft genießen. Übrigens, offiziell noch herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Martin. Weil ich habe die letzte Woche angerufen auf dein Geburtstag. Ich habe gesagt, wir machen es noch persönlich. 73 Jahre alt. Du siehst noch gut aus für 73. Das sieht man gar nicht. Du, wir sehen uns unterwegs. Ja. Bis später. Danke dir, Martin. Ciao. Die Route führt vom Tegernsee in Richtung Tirol, vorbei am Walchensee, Mittenwald und Leutasch. Solche Momente genieße ich besonders, denn Christian und ich sind bei Oldtimer-Veranstaltungen schon oft gemeinsam unterwegs gewesen. Langweilig wird es dabei nie. Dafür sorgen unsere Gespräche ganz von allein. So, da sind wir wieder. Schon geht's wieder runter. Genau. So, jetzt weiß ich es. Das ist, was du tust in deiner Freizeit. Routen bauen und organisieren. Ja, das ist mehr Arbeit, wie man glauben möchte. Weil man glaubt immer nur, ja, da schaut man ein bisschen in die Landkarte und dann macht man das und dann... Schau mal, liebe Zuschauer, was der Herr Geisdörfer gezaubert hat. Ein Routebuch. Ich muss sagen, es sieht gut aus. Fast so schön wie meine Routebücher immer. Aber das ist wahr. Man denkt, ja, mach mal eine Route, aber die Leute, die hier kommen, die wollen keinen Ärger. Es muss deutlich sein, da können auf einmal Straßen gesperrt sein. Ich habe dir heute Morgen noch gesagt, wir fahren Richtung Seefeld. Hast du damit gerechnet, dass Mittenwald-Leutasch gesperrt ist? Ich habe ja die Strecken vorher gefahren und
da ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich dorthin gekommen bin und die Straße gesperrt war. Habe ich natürlich ein paar Leute gefragt, die haben gesagt, kein Problem, am 16. Juni geht die Straße wieder auf, Ja. alles wieder okay, alles fein. Also werden wir heute da Genau. durchfahren können, denn wenn wir dort nicht durchfahren können, haben wir ein Problem, weil dann müssen wir außen rundum fahren und dann wird es weit. Wie angekündigt sind wir an diesem Wochenende bei mehreren Veranstaltungen unterwegs. Bevor wir aber später zu Christian und seiner Tour zurückkehren, geht es für uns zuerst nach Unterbleichfeld. Es war eine ganz schöne Tour. Jetzt sind wir in Unterbleichfeld und später kommen die Teilnehmer fürs Sommerfest. Tino Leukert und Karl-Heinz Schott von der Franken Classic haben mich vor 6-7 Wochen angerufen. Ja, wir haben eine Idee, wir wollen was tun. Und normalerweise würde man dann sagen, ja, hey, seid ihr in 6 Wochen das tun, das gelingt doch gar nicht. Aber die Anmeldungen sind häufig und ich finde es gut, dass es Leute gibt, die einfach sagen, hey, wir machen das und wir fangen an und wir schauen eigentlich über die nächsten Jahre, wie wir das aufbauen können. Und deswegen bin ich heute hier. Anscheinend soll ich auch noch etwas moderieren. Es ist 28 Grad, so das wird ein herrlicher Tag. Und dann morgen geht's wieder weiter nach Schloss Reichenschwand, wo wir für die Retro Classics wieder im Einsatz sind. Bei Metalorum ist die Atmosphäre ausgesprochen entspannt. Entspannt ist auch das passende Stichwort für die Tour mit Christian. Viele Teilnehmer kennen diese Region zwar gut, aber nicht die Strecke, die Christian ausgearbeitet hat und die für viele von ihnen noch die eine oder andere Überraschung zeigt. Das ist wunderschön. Die Landschaft ist ja noch so, wie sie früher auch war. Man könnte noch einen Film drehen wie vor 50 oder 70 Jahren. Und das passt zu so einem alten Auto, weil das ist ja auch von damals. Und das ist eine wunderschöne Landschaft, wenig Verkehr, keine Ampeln. Das ist genau das, was so ein Auto braucht. Ich habe zwar auch einen Oldtimer, aber der ist von 1990. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu diesem alten Wagen. Das ist einmal die Gangschaltung, das ist das Motorengeräusch, das ist das Cabrio-Fahren. Es passt alles und ich genieße die ganze Sache. Dritter und letzter Ort dieses Wochenende, das Schloss Reichenschwand unweit von Nürnberg. Und hier findet heute ein Concours d'Elegance statt. Ein Concours d'Elegance, für die Leute, die das nicht wissen, ist eine Art von Misswahl, aber dann für Autos mit einer Jury. Und man könnte denken, ja, das ist schickimicki, weil die Leute sind zeitgemäß angezogen. Das gehört zu dieser Kultur. Schau die Kulisse an, das ist natürlich wunderbar. Und wir gehen mit der Jury, die Autos bewerten. So kriegen Sie heute einen Blick hinter den Kulissen eines Concours d'Elegance der Retro Classics. In einer märchenhaften Kulisse treffen Teilnehmer und Besucher am Schloss Reichenschwand ein, wo das Organisationsteam schon seit in der Früh im Einsatz ist. Also erstmal sind wir total froh, dass heute super Wetter ist, dass es nicht zu heiß ist und auch nicht zu kalt und es vor allem nicht regnet, was kurz angesagt war schon. Wir sind noch so an den letzten paar Stellschrauben machen. Wir tauschen gerade, die Stadtnummern ist noch ein Thema mit der Jury, ganz viele Kleinigkeiten, die im Hintergrund laufen. Aber im Großen und Ganzen ist es alles startbereit. Die Besucher und die Teilnehmer vom Konkurs können kommen, die Taschen stehen bereit mit einem kleinen Säckchen drin von Retro-Messen und wir freuen uns auf alle Besucher. Dann öffnen sich die Tore und die Teilnehmer können sich einen Platz im Schlossgarten aussuchen. So, einmal Ihre Startnummer für Sie dürfen Sie einlegen und noch ausfüllen und dann ganz viel Spaß. So, Sie fahren bitte hier einmal links vorbei zu meiner Kollegin, die erklärt Ihnen dann noch, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Super, einmal schön, genau, ein bisschen ran. Prima, danke, viel Vergnügen. Inzwischen suche ich Projektmanager Adrian Der. Viel Spaß auf der Veranstaltung. Ich glaube, der meiste Aufwand ist, wenn die Leute ankommen, die müssen platziert werden. Natürlich neben der Vorarbeit im Büro. Natürlich der Aufbau war natürlich auch nicht von ohne, aber ja, jetzt, man merkt, jetzt langsam ist der Druck raus, jetzt sind keine Staus mehr vorne, jetzt fließt's und jetzt, glaube ich, freuen wir uns. Das sind solche gemütliche Tage, gell? Leute kommen hier zum Entspannen, viele kennen sich und die sich nicht kennen, die lernen sich hier kennen, reden über ihre Leidenschaft. Es gibt natürlich nur ein schönes Auto, das ist das Auto, was die Leute selbst mitnehmen, gell? Natürlich, ja. Das kennen wir ja, aber wenn man jetzt hier so auf die Festwiese
Wiese schaut, es sind tolle Fahrzeuge da. Und Wir beten nur, dass es trocken bleibt, Ja. sieht gut aus. Aber deswegen umso schneller wir jetzt alles gefilmt haben. Und wenn es dann im Nachmittag regnet, dann zeigen wir das einfach nicht. genau, und mein Hut ist flexibel zwischen Sonnenhut und Regenhut. Ja, genau. Warte, das war aber dein Hut. Jetzt mein Hut. Steht's mir eigentlich. Ja, sehr gut. Sehr Viel Spaß, mein Freund. Danke, ciao. Die Jurymitglieder machen sich sofort an die Arbeit, um alle Fahrzeuge, die am Konkurs teilnehmen, genau unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, wenn die Glühbirne kaputt war, musste man den kompletten Scheinwerfer kaufen. 4-Zylinder. Das waren alles gernvolumige 4-Zylinder-Motoren. Mikro-Vierzylinder. Genau. Worauf kommt es eigentlich bei der Bewertung an? Also ein Juror muss die Expertise aus der Automobilbranche haben. Vorzugsweise sind es Leute, die aus Automobilfirmen kommen, die auch jahrelange Erfahrung haben, die auch mal an der Entstehung eines Autos mitgearbeitet haben. Das heißt, die diese Grundkonzeption eines Autos kennen, wissen, wie ist ein Auto entstanden, von der Konstruktion über die Planung bis hin zur Produktion, bis hin zum Kunden. Denn der Kunde ist eigentlich für das Auto das Wichtigste. Wenn der Juror das aufweist als Fachkompetenz, dann ist es natürlich auch gut, wenn er über Historien was kennt. Inzwischen fühlt sich der Schlossgarten mit außergewöhnlichen Fahrzeugen. Und in Tirol sind die Teilnehmer der von Christian Geisdörfer ausgearbeiteten Tour auf dem Weg zum Mittagessen und das ist, in diesem Fall reiner Zufall, in meinem Heimatort Seefeld in Tirol. Und hier lernen wir die Leidenschaft der Teilnehmer kennen. Meine persönliche Leidenschaft für Oldtimer, hat sehr früh angefangen. Ich habe eigentlich für nie was anderes geschwärmt. Andere haben mit 14 Winnetou gelesen. Bei mir war es Jürgen Barths großes Buch der Porsche-Typen. Das ist für mich etwas, was ich immer gelebt habe. Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Bugatti, was es alles gab, habe ich wirklich mit der Muttermilch aufgesaugt. Ja, es macht einen Riesenspaß. Ich meine, ich bin erstmal in den WAC, Württembergischer Automobilclub, bin ich ganz normal als Mitglied eingetreten. Und dann macht es natürlich Spaß, Aufgaben zu übernehmen, Ausfahrten zu organisieren, gemeinsame Veranstaltungen, Referenten. Es ist wieder ein gemeinsames Erlebnis, egal was wir machen. Ob wir interne Veranstaltungen machen, ob wir externe, ob wir fortfahren, ob wir im Ausland sind. Und das habe ich jetzt über viele Jahre eben gemacht mit Motorrädern, tolle Reisen nach Amerika, Oldtimer gefahren. Also das gemeinsame, schöne Erlebnis. Ein Leben ohne Klassiker ist möglich, aber völlig sinnlos. Und weiter geht's durch die Tiroler Landschaft. Bei Metalorum erzählt Tino Leukert, wie die Idee für das Sommerfest entstanden ist. Also die Idee dahinter war ja, ein Sommerfest zu machen. Ja. Und wer geht auf ein Sommerfest von einem Edelmetallhändler? Warum? Ja. Also habe ich gesagt, ich verbinde meine zwei Leidenschaften, Autos und Gold. Ja. Und die Autos interessieren einfach mehr Menschen als ein goldenes Gebäude. Ja. Und wenn dann die Bindung mit dir ist, dann kommt eventuell nachher ein Geschäft. Nicht unbedingt, Nee, aber genau. das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Leute hier hinzubekommen und sie für beide Leidenschaften zu begeistern. Aber weißt du, was das Tolle daran ist? Du bist in weniger Zeit, in 1,5 Jahren, bist du wirklich ein Unterstützer geworden für die ganze Oldtimer-Welt, weil du unterstützt Rallyes, du unterstützt uns in unserer Sendung. Ohne Leute wie du sind wir gar nicht in der Lage, um jede Woche irgendwo 48 Mal pro Jahr eine Fernsehsendung zu machen. Okay, für uns ist es ein Stück Einkommen, aber wenn man das Größte sieht, unterstützt du die ganze Oldtimer-Welt. Und das finde ich so grandios, dass es Leute gibt wie du, die sagen, hey, wir haben es gut, wir können uns das leisten, ich kann nicht nur finanziell, aber auch kann ich das Zeit reinstecken. Meine Mitarbeiter können da ein bisschen mitmachen. Und du bist leidenschaftlicher Rallyefahrer geworden. Rennfahrer noch nicht, zu spät Rallyefahrer mit NATO. Nee, ich sag das nicht, gell? Ja. Weil die meisten Amateur-Rennfahrer, die fangen an über 40. Ja.
Das ist noch aber nicht sind zu die spät. Nee, echt. Das hast du mir ein kommt Floh noch. ins Ohr gesetzt. Nächstes Nächstes Jahr, okay. Ja, und ein schönes Auto dazu hast du schon. Ja, das stimmt. Ich bin und dein Baby hier, den Dino. Den Dino. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da das Glück hatte, dass mir der angeboten wurde. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und ich habe dich angerufen, habe ich gesagt, darf ich in kurzer Hose kommen? Also sagst bitte, bitte mach das. Weil so ungezwungen ist es hier. Ja, es gibt kein Dresscode, den gibt es auch nicht im Unternehmen. Und das finde ich einfach, jeder kann sein, wie er ist, in einem gewissen Rahmen. Und wieso soll man bei 30 Grad eine warme, lange Hose anziehen? Wir haben ja schon viel gemacht und sein Gulasch ist das Allerbeste. So sah es aus. Während des Kochens erzählte Tino damals von seinen ersten Erfahrungen in der Oldtimer-Welt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin komplett unvorbereitet in das Thema, weil ich habe mich nicht informiert und habe gedacht, okay, das ist wie eine Ausfahrt. Also man fährt mit alten Autos, alte Männer fahren mit alten Autos durch die Landschaft. Ich bin erschrocken, als ich von Karl-Heinz da das Roadbook bekommen habe. Und als es eine Fahrerbesprechung gab, habe ich gedacht, okay, ich fahre doch nicht mit, weil ich nur die Hälfte verstanden habe. Und dann habe ich während des Prologes wirklich versucht, mich nicht zu blamieren, weil es auf der Strecke auch unerwartete Wertungsprüfungen gibt. Manchmal gibt es auch Gemeinheiten in der Aufgabenstellung. Ja, dass dann zum Beispiel die Sekunden nicht zwischen den einzelnen Aufgaben, sondern von Anfang bis zu dem dritten Ziel zum Beispiel. Und dazu noch navigieren. Geht man linksom um den Pfosten, rechtsom um den Baum? Ja. Oder wer das dann schief tut, kriegt auch wieder Strafpunkte? Aber da ist Gott sei Dank immer der Beifahrer schuld. Der Gulasch hat übrigens hervorragend geschmeckt. Das bestätigte auch Tinos Frau Julia. Und mit Tinos Rallye-Karriere ist es auch gut weitergegangen. Gemeinsam mit seinem Beifahrer Donato Cupo hat er mittlerweile schon einige beachtliche Erfolge gefeiert. Und wer von echtem Erfolg sprechen kann, ist natürlich zweifacher Rallye-Weltmeister Christian Geisdörfer. Im Auto erklärt er, warum eine Tour mit 25 Fahrzeugen für ihn genau die richtige Größe hat. Das ist eine schöne Größe. Jeder kann sich mit jedem gut unterhalten. Es ist eine gute Stimmung beim Mittagessen. Und du hast die richtige Route ausgewählt, weil ich kann es wissen, weil es ist meine Heimat hier. Du hast die schönste Route gemacht. Freut mich. Ein Highlight der Tour ist das Feld mit mehr als 2000 Ahornbäumen in der Enge. Und auf Schloss Reichenschwanz sind die Jurymitglieder mit ihrer Bewertung fast fertig. Eine Aufgabe, bei der viele Details am Ende zu einem Gesamturteil zusammenkommen. Es geht nicht nur darum, das schönste, glänzende Auto zu haben, sondern habe ich mich beschäftigt mit diesem Auto. Warum habe ich dieses Auto? Habe ich nachgeforscht? Wir haben so tolle Geschichten schon gehört. Und hier sieht man, da waren Leute dabei, die das entwickelt haben mit unheimlich viel Leidenschaft, die da drin steckt und Ingenieurwissen. Und viele Dinge mussten neu erfunden werden, die nicht da waren, an die wir heute gewöhnt sind. Dann kommen Punkte Originalität. Ist es in dem Zustand, wie es damals ausgeliefert wurde? Hat man noch ein paar Sachen dazugegeben, weil es ja immer auch damals Optionen gab zum Reingeben. Wie sind die Autos daraus von den Designern gebaut worden? Denn die Designer haben ja auf die Geschichte gebaut und haben auf die Kundschaft gebaut. Und dann, wie ist der Lack? Wie sind die Gebrauchsspuren? Heißt aber nicht, dass nicht hier Autos auftreten und er sagt, oh, das Auto kenne ich gar nicht, das gibt es nur vielleicht in 2 oder 3 Stückzahlen. Und dieses Gesamtbild macht dann eine Benotung aus, mit der wir dann ins Gespräch gehen untereinander, um dann rauszusuchen, wer ist der Beste hier. Auf Schloss Reichenschwanz bleibt das Wetter zum Glück gut. Das freut natürlich alle Anwesenden und so kann Klaus Merck seinen besonderen Opel Admiral bei strahlendem Sonnenschein für unsere Kamera vorstellen. Hier haben wir einen wunderbaren Admiral von 1939, eines der wenigen Cabriolets, die es noch gibt. Es sind insgesamt weltweit noch 8 Stück. Es ist ein besonders schönes Auto. Es ist kein Hightech-Motor, aber ein zuverlässiger Opel, wie es schöner nicht gehen kann. Ohne B-Säule, die Türen gehen gegenseitig auf, super schick.
Und den fährt man auch geschlossen in einer sehr guten Belüftung. Der Türschlag, super. Wenn der Tag bei Metalorum zu Ende geht, blicke ich gemeinsam mit einem zufriedenen Tino auf das erste Sommerfest zurück, das innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt wurde und gezeigt hat, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient. Wie vorher gesagt, dass es Leute gibt wie du, die sagen, hey, wir nehmen das in der Hand, wir machen das einfach. Schau mal, wo wir in 3, 4, 5 Jahre sind, wenn du keinen Platz mehr hast. Wir gehen weiter. Erst Pizza essen und dann steigen wir im Auto. Wunderbar. Komm, mein Freund, was willst du mit Salami und Mushrooms und alles? Auch am Tegernsee endet der Tag bei blauem Himmel, als die Teilnehmer zum Hotel Egenhöfe zurückkehren und mit einem Lächeln auf einen schönen Tag zurückblicken. Also dadurch, dass ich mit Prinz Voldy fahren durfte, war es für uns ein wirklich königlicher Tag. Also es war für alle ein unvergessen schöner Tag. Und wir kommen wieder. Also in der Früh sah es nicht so gut aus, da war es recht bedeckt und kam auch mal ein bisschen Regen runter. Aber Regen bringt Segen und die ganze Fahrt war ein reiner Segen. Du hast für alles eine Ausrede, gell? Regen bringt Segen, das haben wir noch nie gehört. Ja, und der Segen ist gekommen, nachdem wir dann eben durch viele Stationen gefahren sind und diese Strecke hat der Christian wieder so super ausgedacht. Und man hat dafür gesorgt, weil du warst eigentlich alleine. Ich war alleine, ja. Du warst zweimal nicht alleine. Ja, zweimal nicht allein mit der Renate und die war besonders gut als wie sagt man, Beifahrerin. Sie hat die kennt sich aus. Sie kennt sich aus und ihr Mann war hinter uns. Also es war einfach sehr schön, jemanden daneben zu haben. War alleine, dann tust du mit ihr rumsingen oder irgendwas tun, aber so hast du halt immer was zu reden. Wir haben alles gehabt und wir haben Kuchen gehabt, wir haben gut gegessen. Ja, absolut. Also gerade der Kuchen war wirklich sehr, sehr gut. Und da war aber nichts mehr Platz für einen Tee dann am Nachmittag, aber trotzdem, wir haben noch ein Eis gegessen. Aber ja, du, das ist noch göttlich. Du hast doch immer noch ein göttlicher Körper gehabt. Ja, Gott sei Dank, ich tue auch sehr viel dafür. Ja, genau. Bin ja jeden Tag da. Auf Schloss Reichenschwand fällt das Urteil. Was uns bei dem Auto wahnsinnig aufgefallen ist, er hat eine total vollständige Dokumentation. Also die Rolls-Royce haben die übers Handhaus, das Archiv, übers Fahrzeug, aber da geht es auch über die Besitzer. Also habt ihr etwas in Bezug auf Dokumentation? Ja, bei dem Mercedes-Benz R107, das ist ein Cabrio, da haben wir eine vollständige Dokumentation gesehen mit super Fotos und alles sauber hinterlegt. Also vom Besitz in Amerika über den Kauf, dann Transport nach Deutschland, was auch der Zustand wieder gespiegelt hat. Und über beide Eigner sogar. Ja. Also meine Herren, ich denke, wir haben alles abgeglichen. Wir sind somit durch. Dankeschön. Und wir werden uns dann hinterher bei der Siegerehrung sehen. Dankeschön. In dieser Topspeed-Folge haben wir an einem Wochenende 3 Veranstaltungen besucht. Wir waren mit Christian Geisdörfer auf Tour, waren zu Gast beim Metalorum Sommerfest und beim Festival of Cars auf Schloss Reichenschwand. Wir bedanken uns natürlich auch bei Christian Geisdörfer. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Nein, ich bin bedankt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Zuschauer, jetzt werden wir uns gegenseitig 20 Mal bedanken. Aber sehr bedankt. Also, danke. Mach's gut und alles Gute. Gesund und bis bald. Ja, we keep in touch, wie der Bayer sagt. Abwechslungsreicher kann ein Topspeed-Wochenende für uns kaum sein. Wir haben aber auch gezeigt, dass Veranstaltungen nicht groß sein müssen. Vielleicht schlägt das Herz für klassische Automobile hier sogar noch etwas stärker als bei großen Massenveranstaltungen. Und das sieht man an den strahlenden Gesichtern der Gewinner des Concours d'Elegance beim Festival of Cars. Topspeed bedeutet immer Spaß. Das war das Concours d'Elegance von Schloss Reichenschwand. Oh, die Worte sind alle so schwierig für mich. Von der Retro Classics. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir sehen uns immer wieder. Vielen Dank. Das war top. Ciao. 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 Oh, das habt ihr gut gemacht. Ciao, ciao. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Retro Classics Messen, Metalorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.